Okay, so let's begin. Ja, lass uns beginnen. So I'd just like to share a few things about John David. Ich möchte gerne erst mal 'n bisschen was über John David erzählen. So you know that I returned from India around the 10th of March, Ihr wisst ja, dass ich so am 10. März aus Indien wieder zurückgekommen bin and we had a very nice Sangha weekend about a week later. und wir hatten 'ne Woche später ein wunderschönes Sangha-Wochenende. And as much as I can remember, there was no sign of any viruses that weekend. Und soweit ich mich erinnern kann, gab's an diesem Wochenende noch keine wirklichen Viren. So then, very suddenly, it was only a matter of a week or two, suddenly there was a virus everywhere. Und plötzlich 1, 2 Wochen später gab es überall diesen Virus. And from almost one day to the other, our guest house was empty, Und von einem Tag auf den anderen war unser Gästehaus leer. and various other income from seminars and so on, our massage business, it all collapsed in a few days. Und innerhalb von wenigen Tagen ist auch unser anderes Einkommen vom Seminarhaus oder vom Massagestudio ist alles zusammengebrochen. So this was a kind of strong moment for everybody. Das war, glaube ich, für alle so 'n ziemlich intensiver Augenblick. And so we decided we would have to ask for donations. Und da haben wir beschlossen, dass wir um Spenden bitten. And I'd like to thank all of you because almost all of you had sent a donation. Und ich möchte allen von euch danken, weil fast alle von euch eine Spende geschickt haben. And in the end, we were very, very amazed because we got about 60 people offering us a total of about 19,000. Und wir waren sehr erstaunt, weil am Ende haben ungefähr 60 Leute insgesamt 19.000 € gespendet. So first of all, it came in cash from many of you. And then we had the idea of vouchers, that people could buy a guest house voucher or a massage business voucher. They pay us now and then they get it later. Also erst kamen die Spenden von euch und anderen und dann hatten wir die Idee, dass wir Gutscheine verkaufen fürs Gästehaus, dass sie jetzt zahlen und dann später ins Gästehaus kommen oder eine And then, Massage of nehmen. course, we were able to pay our costs from your donations. Und so konnten wir unsere Kosten von euren Spenden zahlen. And that gave us a couple of weeks to get jobs. So now more than half of the community have an outside job. Und das hat uns ein bisschen Luft gegeben, bis wir eben selber Jobs kriegen konnten. Die Hälfte der Community, über die Hälfte, die hat jetzt Jobs draußen. And then it turned out the government was giving some help. So we've got also some extra money from the government. Und dann stellte sich raus, dass die Regierung auch Unterstützung gibt und da haben wir uns dann auch für beworben. And recently some of our artists have donated a painting or sculpture, and we're beginning to offer those in an auction. Und dann haben auch Künstler von unserer Galerie ihre Kunstwerke angeboten und die werden wir jetzt nach und nach in einer Auktion versteigern. So now we're in the beginning of May. We've just paid our rent for May and everything is fine. Jetzt haben wir Anfang Mai, wir haben gerade unsere Mai-Miete gezahlt und alles scheint in Ordnung zu sein. So the virus didn't get us yet. Also der Virus hat uns noch nicht erreicht. And I think many of you remember in India, I was having terrible pain in my legs. Viele von euch erinnern sich vielleicht, dass ich in Indien ganz schreckliche Schmerzen in meinen Beinen hatte. So very quickly I went to a hip doctor. Also ich bin ganz schnell zu so einem Hüftarzt gegangen. Who took an X-ray. Der hat ein Röntgenbild gemacht. And said, well, I'm sorry, but it's all too bad. The only thing you can do is get new hips. Und er hat gesagt, ja, das sieht ja alles ganz schlecht aus. Das Einzige, was du tun kannst, ist, dass du neue Hüften. And with my trusty Valiant Indira, we went to a hip hospital in Cologne. Und mit der Indira bin ich dann zu einem Krankenhaus nach Köln gegangen. If you ever need something like that, Indira is the one. Wenn du jemals so eine Begleitung dabei brauchst, also nimm die Indira. So we discovered that the hospital was almost empty. Wir haben dann festgestellt, dass das Krankenhaus fast leer war. And the hip doctors were very happy to meet me. Und die Hüftärzte, die waren total froh, dass ich gekommen bin und hatten Freude dran.
And after about half an hour, I jokingly said to the doctor, well, you know, I'm ready to come tomorrow. Und nach einer halben Stunde habe ich dann so spaßeshalber zu den Ärzten gesagt, also ich könnte morgen schon kommen. And he said, fine, yes, good, come tomorrow. Und dann haben die gesagt, ja, super, kommen Sie morgen. Well, I didn't come tomorrow, but a few days later. Also ich bin dann nicht am nächsten Tag gekommen, aber nur wenige Tage später. And so as part of the deal, we were able to agree that they wouldn't just give me one hip, but they'd give me 2 hips. Und Teil des Deals war, dass sie nicht nur eine Hüfte machen, sondern direkt beide. So I had 1 hip the first day, then I stayed in the hospital a week, and then they did the second hip. Also ich habe die eine Hüfte am ersten Tag bekommen und dann bin ich ein bisschen im Krankenhaus geblieben, dann haben sie die zweite Hüfte gemacht. And then I stayed another 10 days, and then I'm back at Open Sky House now for 2 weeks. Und dann bin ich noch eine Woche geblieben und jetzt bin ich schon 2 Wochen zurück im Open Sky House. And I go every day to rehab. Und jeden Tag gehe ich jetzt zur Reha. And I spend some time every day on these machines that move my legs around and gradually getting it all working. Und ich verbringe jetzt jeden Tag auf den Maschinen, die so meine Beine hin und her bewegen und so langsam arbeitet alles wieder. So actually it's a bit like a miracle, I would say. Also so ein bisschen wie ein Wunder. Because of course I could only go so quickly to the hospital because most people were in so much fear about the virus. Also weil ich nur so schnell einen Termin im Krankenhaus bekommen konnte, weil die meisten Leute Angst hatten, ins Krankenhaus zu gehen wegen dem Virus. Not many people wanted to go anywhere near a hospital. Nicht viele wollten ins Krankenhaus gehen zu der Zeit. So actually the doctors were pretty happy that I showed up. Also die Ärzte haben sich wirklich gefreut, dass ich gekommen bin. Because during the nearly 3 weeks I was in the hospital, they only ever had 4 or 5 virus patients. Während der 3 Wochen, die ich im Krankenhaus war, hatten die nur ungefähr 4 Corona-Patienten dort. So, I mean, they prepared the whole hospital. They closed down a lot of the unimportant operations and so on, all ready for the virus patients. Also die hatten die Hälfte des Krankenhauses geschlossen und den Rest hatten die alles für Corona-Patienten vorbereitet. And then nobody showed up. Aber dann kam gar keiner. As you probably know, Germany is, I think, one of the most successful countries. Also wie ihr vielleicht wisst, Deutschland war in dieser ganzen Corona-Sachen eine der erfolgreichsten. Yeah. In my gym, you sit on these different machines, and then you, if you're German, you then get a cloth and you wipe the machine completely, sanitize it for the next person. Also in meinem Trainingsstudio, da gehe ich ja immer auf diese Maschinen und die Deutschen, die haben hinterher dann so ein Tuch und die desinfizieren dann erstmal diese ganze Maschine. Everybody wears a mask. Alle haben eine Maske auf. And you never get closer than a couple of meters to anybody. Und du gehst nie näher als 1,5 Meter an jemanden ran. So I'm very impressed with this incredible kind of honesty that happens in Germany. Also ich bin wirklich schwer beeindruckt von dieser Ehrlichkeit, die hier in Deutschland herrscht. You probably heard about the great English National Health Service. Und wahrscheinlich habt ihr schon über das großartige englische Gesundheitssystem gehört. And unfortunately in England, it's not as great as they make it out to be. Also in England ist es nicht so großartig. So I think England's got something like 10 times the German death rate. Also deshalb hat England auch 10-mal so eine hohe Sterblichkeitsrate wie Deutschland. Yeah. And so, of course, now it looks like in the next week or 2, things are going to start opening up. Und jetzt sieht es so aus, dass in den nächsten 1-2 Wochen sich die Lage wieder öffnet. So, yeah, Open Sky House is okay. And now John David can walk around even without his crutches. Also dem Open Sky House geht gut und John David kann auch ohne Krücken bald wieder rumlaufen. So I can really thank this virus very much. Also ich bin dem Virus wirklich dankbar. And I can also thank the virus for one other thing. Und ich kann dem Virus noch für was anderes danken. I had a lot of time to read newspapers and stuff when I was in hospital. Im Krankenhaus hatte ich ja ganz viel Zeit, Zeitung zu lesen. And I discovered in a newspaper about the Zoom. Und in der Zeitung habe ich über Zoom gelesen. I never heard of it before. Also da hatte ich vorher noch gar nicht von gehört.
And in the article, they were explaining that now that all the schools and universities are closing, Und da haben die geschrieben, dass die ganzen Schulen und Unis zumachen the teachers are using this thing called Zoom. und die Lehrer den Zoom benutzen. And of course, this is perfect for Satsang. Und das ist für Satsang ja auch perfekt. So I've been a little bit practicing with the guys in Ukraine. Ich habe ein bisschen schon mit der Sangha in der Ukraine geübt. So this is my third Zoom broadcast. Also das ist jetzt meine dritte Zoom-Übertragung. And at the moment, I'm planning to stop doing Sat TV Und im Augenblick überlege ich, dass ich mit dem Sat-TV ganz aufhöre. and do a series of Zoom meetings every week. Und dass ich jede Woche Zoom-Meetings anbiete. So now here we are with the first one. Also dies ist das erste. So yeah, that's about enough from John David. So, das ist jetzt erstmal genug von John David. And you're welcome to speak. You're welcome to say hello. You're welcome to ask something or share something. Also ihr seid herzlich eingeladen zu sprechen, was zu teilen, zu fragen, was auch immer ihr möchtet. I think there's something you can click and then Radha will open up your sound. Also da gibt es so einen Button unten rechts, ne, den Reaktionsbutton, da könnt ihr draufgehen und die Hand anklicken und dann sieht die Radha das und dann schaltet ihr euch frei. Who'd like to start? Wer möchte denn mal anfangen? I think Victoria. Ja. Ich glaube, die Victoria. Genau. Hörst du mich, John David? Can you hear me, John David? Yes, I can hear you and see you. Ich kann dich hören Ja, und ich kann dich fein. sehen. Ach, schön. Erstmal, ich darf heute mal in Deutsch sprechen, I want to Weil- speak in German today. weil das, was ich dann gleich euch erzählen möchte, ist ein bisschen emotionsgeladen und da bin ich im Deutschen noch besser. Because what I would like to share is a bit emotional and this is easier for me in German. Okay, go ahead. We have a great translator. Okay, leg Ja. los. Wir haben eine großartige Übersetzerin. Vielen Dank. Erstmal freue ich mich sehr, dass es dir so gut geht und dass alles gut, deine OPs gut gelungen sind und ich wünsche dir einfach ganz viel gute Besserung noch. I'm very happy to hear that you are so well and your operations went well and I wish you really all the best for your health. Yeah, I'm really good now. Fein. Ja, mir geht's Das wirklich freut gut. mich. Ja. Und dann ganz liebe Grüße an alle, die mit dazugeschaltet sind. Hello to everybody mich. who is watching now. Genau. Ich freue mich. I'm glad to see you. Ich freue mich, euch zu sehen. Yeah, this is why the Zoom is so nice, yeah, because it's so Yes. personal and Yeah. everybody can listen to the personal conversation Yeah, and you can see everybody. So, I mean, Mhm. it's very lovely, I it's think. wonderful. Yeah. Ja, das ist auch so schön, weil es sehr persönlich ist und jeder kann jeden sehen und jeder Mhm. kann was sagen. Ja, das stimmt. Seit der letzten Sangha und einem wunderbaren Spaziergang mit der Indira After the last Sangha and a wonderful walk with Indira, denke ich viel über meine versteckten oder verdeckten Gefühle nach. I often think about my hidden emotions. Da gibt es mehrere davon, aber von einem möchte ich gerne euch erzählen. There are several, but I would like to share one of them. Ich hatte dir ja auch eine E-Mail geschrieben, John David. Da habe ich dir schon ein bisschen von meinem Sohn erzählt. I also wrote an email to you and I shared already a little bit about my son. Und wir hatten gestern einen sehr schönen Tag zusammen. And yesterday we had a wonderful day together. Oh, good. Er hat mich nach langer Zeit, wirklich langer Zeit, mal wieder besucht. Since a very, very long time, he came for a visit. Und ich hatte ihn gebeten, mir im Garten zu helfen. I asked him to help me in the garden. Und er hat das völlig unkompliziert angenommen und wunderbar zu Ende gebracht. And completely uncomplicated, he accepted this and did a great job.
Mhm. Und was mir aufgefallen ist, dass er sehr präsent war And I realized that he was very present und sehr nahbar sozusagen. and very available. Mhm. Und dass er mich trotz Corona gleich von Anfang an in den Arm genommen hat. And despite of Corona, from the beginning, he hugged me. Ja, und das hat mich schon, das merke ich jetzt auch schon wieder. And I realized that It makes me very emotional. this macht mich sehr emotional. Ja, weil that's what love does, darling. ja, Ja, so ist das mit der Liebe. Das macht One die of the Liebe. best emotions. Das ist einer der besten Emotionen. mhm. Genau, und bloß, weißt du, dahinter steckt so eine Ladung. But behind all this, there's a very strong loading. Ja, von unausgesprochenen Gefühlen. From feelings which are not expressed. Und ich habe es gestern versucht, Yesterday I tried darüber zu sprechen und ich habe zumindest den Satz hingekriegt, I miss you. I tried to talk about it and I managed to say the sentence, I miss you, ich vermisse dich, I miss you. And then my tears came. Dann musste ich weinen. Mhm. Und meine Angst ist, dass And my fear is dass ich ihn damit verscheuche sozusagen. Ja? Er sagte dann, du brauchst doch nicht darüber zu weinen, weil er meine Gefühle, die dahinter sind, gar nicht kennt. And my fear is that I chase him away with my feelings. He said, you don't need to cry about it, but he doesn't know my feelings, all my feelings behind it. Genau. Und wir hatten dann einen sehr schönen Nachmittag. Er hat mir ja geholfen und wir haben abends zusammen gegessen. And then we had a very beautiful afternoon. He helped me and in the evening we had dinner together. Und dabei ergab es sich, dass ich ihm ganz viel aus meinem beruflichen Leben erzählt habe. And then it happened that I shared a lot about my professional life. Seit der Zeit meiner Trennung von seinem Vater. Since the time I'm divorced from his father. Genau. Und aber was eben noch fehlt, oder was mir vielleicht nur fehlt, ist, ihm meine Gefühle zu zeigen. But what I miss is to show him my feelings. Dass ich ihn in der Zeit, da war er 10 ungefähr, als ich seinen Vater verlor, als seine Eltern sich trennten. Es war ja eigentlich nicht, ich habe es gemacht, aber es war ja eigentlich das Ergebnis unserer Ehe. So he was about 10 when his parents divorced. I mean, I did it at the end, but it was a result from our marriage. Ja, genau. Und was ich ihm so gerne mal sagen möchte, ist, wie unglaublich er mir gefehlt hat in der Zeit und wie leid es mir tut, dass ich ihm so wenig geben konnte in der Zeit. And what I would love to share with him that I enormously missed him in this time and that I couldn't give him a lot in this time. Und das verfolgt mich immer noch. Es passiert tatsächlich manchmal auf der Straße, besonders wenn ich so junge Männer sehe, so halbwüchsige, ja, so
14, 15 und da geht mir mein Herz auf. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich meinen Sohn in der Zeit nicht begleiten konnte. Ja? So, and this is somehow chasing me because still it is when I see in the street boys who are 14, 15, this is really intensive and my heart opens strongly. And I think this is because I couldn't be with him during this time. Right. But, you know, for somebody who can't share their emotions, you're doing a pretty good job this afternoon. Also für jemanden, der seine Gefühle nicht mitteilen kann, machst du das aber heute Nachmittag sehr gut. Ja, vor euch geht das, oder vor dir geht das leichter. In front of you, it's more easy. Right. Well, the Sangha group can be a kind of practice for when you meet your son, and I think you have a daughter also. Ja, 2 daughters. 2 daughters, yeah. Ja. Also die Sangha-Gruppe, die kann ja so ein Übungsfeld sein dafür, wenn du deinen Sohn oder deine Töchter triffst. Ja. But I mean, there are other people also in the Sangha group who I know have kind of family blockages or difficulties. And I think it's very good to be able to share it, because as soon as you start sharing, somehow it starts to release inside you. Ja. Also es gibt auch andere Leute in der Sangha, die so Blockaden in der Familie haben. Und ich glaube, es ist sehr gut, das zu teilen, weil sobald du darüber sprichst, löst das so eine Energie in dir. Ja. And this is one of the beautiful things of community, I think. Und das ist einer der schönen Dinge bei einer Gemeinschaft. When you feel a basic kind of energy of love and openness, then community is very powerful. Also wenn du so eine grundsätzliche Liebe fühlst und so ein grundsätzliches Aufgehobensein fühlst, dann ist eine Gemeinschaft unglaublich kraftvoll. Ja. Okay. So, and I mean, it seems to me that you have some judgments about yourself which maybe aren't really true anymore, and you know, you can just go ahead and share and show your emotions as you want. Und ich habe das Gefühl, dass du so ein paar Urteile über dich hast, die vielleicht ein bisschen veraltet sind, die gar nicht mehr stimmen. Ich meine, du kannst ja deine Gefühle teilen, so wie du sie möchtest. Ja. That maybe because I'm not the same woman as I have been when I was 39, 40, of course, yeah. Ja, weil ich jetzt nicht dieselbe Frau mehr bin, die ich war mit 39, 40. Everybody's changing all the time. Alle verändern sich die ganze Zeit. And all we can really do is be present in whatever moment. Und alles, was wir tun können, ist in jedem Moment einfach nur präsent zu sein. So anyway, I hope it leads to some meetings with your daughters also. Also ich hoffe, dass das zu Begegnungen mit deiner Tochter führt auch. Ja, John David, meine älteste Tochter, my oldest daughter lives in Sweden. Meine älteste Tochter, die lebt in Schweden. We have a very close connection. It's really wonderful. Wir haben eine sehr nahe Verbindung. Das ist wirklich sehr schön. And my second daughter, Caroline, she lives in Munich. We haven't got any connection, as I told you, in India. You know. Meine zweite Tochter, die Caroline, die lebt in München und wir haben überhaupt keine Verbindung. Yeah. Right. Well, you never know, because you're changing, you're becoming more open, and that will have some energy effects on that daughter, and maybe something will start changing. Yeah, might Du weißt das nie. Also je offener du wirst, das hat ja auch eine Wirkung und da mag sich auch auf der anderen Seite was ändern. Ja, might be. Vielleicht. Das merke ich schon bei Olaf. But I realize this with my son already. Yeah, good. Thank you for sharing that. Ja. Danke, dass du das geteilt hast. So I don't know, is Madhu from Madrid? Is she online? Is Madhu here somewhere? Is Madhu da? Is. Would you like to say hello? Willst du Hallo sagen?
So we got a very beautiful email from Madhu. Most of you have met her. She's she's from the South America, I think from Argentina, but she's living in Munich, in Madrid. And Also wir haben in the last maybe 2 years, she's got a bit involved with us. Also wir haben eine sehr schöne E-Mail bekommen von der Madhu. Sie ist ursprünglich aus Peru, aber sie lebt in Madrid und seit ungefähr 2 Jahren hat sie mit mir und mit uns zu tun. And she's never been quite sure if she really is interested or not. Und sie war sich nie so sicher, ob sie wirklich interessiert ist oder vielleicht doch nicht so richtig. But it seems something has happened recently. Aber es scheint kürzlich etwas geschehen zu sein. Could you come a bit closer to the screen? I'd like to see your face. Kannst du ein bisschen näher kommen? Ich möchte gerne dein Gesicht näher sehen. Maybe you're asking Puedes in Spanish. mover, sí. Ajá. ¿Así? Quiero mirar tu cara. Hello, John David. Hello, John David. Salud. I see. Now we know why you're always smiling. Yeah. Good Jetzt Spanish. wissen No, wir, wie du mal lachst. this is chamomila. Oh, okay. Das ist Chamomile. Das ist einfach nur Kamille. Okay. So do you want to tell us what's happening? Möchtest du uns sagen, was geschehen ist? I'm sorry? ¿Quieres compartir? ¿Qué pasa? Yes. In this quarantine, I live always happy. I don't know what happened with me, but always is happy. It's no problem, nothing. The situation is the same for me, but I'm happy always. I don't know what happened. And Ich weiß nicht, was geschehen. And reconciliation with my family also, and say love all the time. I don't know what happened. In dieser Quarantäne ist irgendwas geschehen. Also die Umstände haben sich überhaupt nicht geändert, aber ich bin die ganze Zeit einfach nur glücklich. Und sogar mit meiner Familie habe ich mich vertragen und bin mit denen auch einfach nur glücklich. Right. Yes, Well, I stay alone in my home, but I'm happy it's the same. And share with you and with friends and different people. And Right. Ich bin alleine zu I'm Hause. happy to see you again, John David. You are more younger now. Ich bin Yeah, now I alleine zu Hause und bin total Now glücklich. I haven't got so much pain in my legs. I think I'm younger. Yeah. Yeah, but your Jetzt habe face ich is nicht mehr so viel Schmerzen in meinen Beinen, jetzt wirklich jünger. Yeah. This is the result of 2 months of pain, I think. yeah. Das ist das Ergebnis von 2 Monaten Schmerzen. Yeah. But now it's all my pain has gone, so I can walk around pain-free. Aber jetzt sind meine ganzen Schmerzen weg und ich kann ohne Schmerzen rumlaufen. Yeah. Maybe you need But more. Madhu, it's so beautiful that, staying alone in your apartment, Yes. the same problems you've had before, Yes. and maybe because you couldn't do anything about your problems, maybe you could accept your problems. Ja, das ist doch wunderbar. Du hast ja die gleichen Probleme wie vorher, aber jetzt bist du ganz alleine und vielleicht, weil du gar nichts tun konntest mit diesen Problemen, weil du immer nur alleine zu Hause sein konntest, hast du die vielleicht einfach akzeptiert. And so actually you're just simply present. Und so Yes. bist du vielleicht einfach nur präsent. And then you discover that your presence is happy. Und dann entdeckst du, dass deine Präsenz Freude ist. And probably more than happy, there's a lot of love. Und wahrscheinlich mehr als Freude, weil es gibt eine Menge Liebe. And this love is nothing personal. Und diese Liebe ist ja nichts Persönliches. Now you can even love your family. Jetzt kannst du sogar deine Familie lieben. They Yes. can even love you. Und die können auch dich lieben. Yes. Yeah. Mm. So that's very lovely. Yeah, very lovely. I can see on your face, it's very nice. Yeah, kann das auf deinem Gesicht and sehen. thank you for you. What to say? Formar you and all community formar parte de ese camino on the way. Yeah. Thank you that you sort of helped me on the way. Right. But in the end, you helped yourself, you see. Yes. Am Ende hast du dir selbst geholfen. Yeah, it's very beautiful. I mean,
it's always inspiring when, without really doing anything, something happens. Ja, es ist ja immer sehr inspirierend, wenn ohne, dass man irgendetwas tut, etwas geschieht. Because often we have the idea that, I have to do something if I want to get something. Weil häufig haben wir ja die Vorstellung, dass man etwas tun muss, um etwas zu bekommen. And we always forget that the biggest thing we want to get Und wir vergessen ja immer, dass das Größte, was wir bekommen möchten, is actually our true nature. unsere wahre Natur ist. And you can't lose your true nature. Und die kann man ja nicht verlieren. You just lose touch with it, but you don't lose it. Man kann den Kontakt damit verlieren, aber man kann die wahre Natur nicht verlieren. Yeah, yeah. I always in the morning I connect with love and peace with my meditation, and in the morning, and then my connection is the same all the day, Am Morgen verbinde ich mich immer mit der Liebe und dem Frieden in mir und dann ist die Verbindung den ganzen Tag da. Yeah, when you sit every morning, then you come to your true nature. Yeah. Ja, wenn du jeden Morgen sitzt, dann kommst du zu deiner wahren Natur. And in a way, this is a kind of gift from the coronavirus. Und man kann sagen, dass es ein Geschenk vom Coronavirus ist. Because we don't really have many other things to do. Weil wir nicht viele andere Dinge tun können. I feel like I've been on a kind of holiday for a month now. Ich habe das Gefühl, ich bin seit einem Monat in Urlaub. And so we become maybe more easily quiet and we more easily connect to this true nature. Wir werden vielleicht einfach stiller oder es ist leichter für uns stiller zu werden und so können wir uns besser mit der wahren Natur verbinden. Yeah. And it's good that you stay alone inside, because actually Madrid is not doing so well. Yeah, there are lot of people getting sick there. Und es ist gut, dass du drinnen bist, weil Madrid sieht ja nicht so gut aus. Da sind ja viele Leute krank. Yeah, the situation in Spain and Madrid and Barcelona is not good, but I contributed with stay in peace and help and other people, no? Because for example, in my building live all people alone, no? And I help and I say, what do you need? And stay together and say always say hello, but that she and he no feel alone, no? This is my little contribution. No? Ja, ich war allein, aber ich konnte auch ein bisschen dazu beitragen, weil im Haus da sind ja viele Leute alleine und auch alte Leute und genau, da habe ich denen geholfen einzukaufen oder einfach Hallo zu sagen, dass sie sich nicht alleine fühlen. Yeah, what you're saying is actually quite beautiful, because you're describing gratitude, and then compassion and a natural wanting to support people, help people, love people. So this is very, very beautiful. Ja, was du beschreibst, das ist sehr schön, weil das drückt Liebe aus und den Wunsch, anderen zu helfen und andere zu lieben. Das ist ganz natürlich, das ist sehr schön. And this, of course, just happens naturally out of what you've discovered. Und das geschieht ganz natürlich aus dem, was du für dich entdeckt hast. Yes, and I understand when past conversation with you and Shanga on different events with you. And I say always, always. Ja, und das knüpft an die, and understand, no? Die Gespräche, die wir hatten, also in der Sangha und auch mit dir. Und jetzt verstehe ich die wirklich. Jetzt kommt da der Aha-Effekt. Right. At the moment, Open Sky Press is offering all our films at half price. Im Augenblick bietet Open Sky Press alle unsere Filme zum halben Preis an. And I think for €6 you can download any film. Für 6 € kann man jeden Film downloaden. And I would suggest that you download our most recent film about Vijaya. Und ich würde dir vorschlagen, dass du unseren neuesten Film über die Vijaya runterlädst. It shows and describes what happened to her in the Denya retreat last August. Es zeigt und beschreibt, was mit ihr im Retreat letzten August in Denya geschehen ist.
So I think if you watch that film, it will give you a lot of support for what's happening with you right now. Wenn du diesen Film auch schaust, das wird dich unterstützen in dem, was mit dir gerade passiert. I can't remember if were you there in August. I can't remember Hast du im now. August Yes, I was. Yeah. So you met her, yeah, the Yeah. mother of the 2 children. Yes, I remember. Ja, ich war im August da und ich bin ihr auch begegnet. Yeah. Hmm, Okay. Good. good. All right. So anybody else like to share? Möchte jemand anderes was sagen? Ah, Hi. Saraswati from Berlin. Saraswati aus Berlin ist da. How is the virus in Berlin? Wie ist denn der Virus in Berlin? I don't know, not that much. Nicht so viel. I'm not thinking so much about the virus. Also ich denke nicht so viel über den Virus nach. If you want, I have a number for you. There are like 6,000 people got it, but yeah, Right. that's it. Okay. Also 6.000 Leute haben den, aber ja. Oder they got, yeah. Right. Okay. Anyway, you didn't get it. No. So you had lots of time to be quiet, yeah? Du hast ihn nicht bekommen, da hattest du ja bestimmt viel Zeit, still zu sein. Yeah. Are you living alone or you have some other people there? Lebst du alleine oder gibt es da noch andere Leute, die da wohnen? For now, I have still my flat for my own. Im Augenblick habe ich die Wohnung alleine. Yes. And so maybe it will stay like this because I want to move out. I don't want to have this flat anymore. So I don't want to put effort in it to find some people and to do these things. Right. Ja, ich möchte ja umziehen und deswegen habe ich gar keine Lust, jetzt neue Leute zu finden. So then you're just there being quiet every day. Also bist du einfach da und jeden Tag ganz still, oder? Probably hardly even thinking. Und wahrscheinlich denkst du auch kaum. Yeah. My head is sometimes running crazy with so much thoughts about what to manage, like with the office. Like, no, there are a lot of stuff going on here. Also eine Menge passiert da oben. Also jeden Tag denke ich so drüber nach, was ich mache mit den Behörden. It's not that You easy, see, but I'm more quiet. all that energy going on in your head, you see, is growing your hair very quickly. Diese ganze Energie, die in deinem Kopf vor sich geht, da wächst dein Haar ja auch ziemlich schnell. I think this is not connected. Ich glaube nicht, dass es in Verbindung steht. Well, it seems to have grown a lot. Naja, aber das scheint ja schon ziemlich lang geworden zu sein. Yeah, that's true, because I didn't cut it anymore. Ja, weil ich das nicht mehr schneide. Yeah. Okay. Yes. So why don't you just give yourself now a few days to leave all the many great problems you have, which of course are not really so great, and just relax into nothing. Warum gibst du dir jetzt nicht einfach ein paar Tage, schenkst dir ein paar Tage und lässt einfach mal die ganzen Probleme beiseite und fällst einfach ins Nichts rein?
See what happens. Und dann guckst du, was passiert. Okay. Right. Yeah, but maybe there's something like people want from me. Like I had to check my to-do list, you know. Vielleicht gibt es da was, was die Leute von mir wollen. Also da muss ich mal auf meine To-Do-Liste gucken. No, you don't look at your to-do list for 3 or 4 days. You know, just lose it. Nein, du guckst 2, 3 Tage überhaupt nicht auf deine To-Do-Liste. Du verlierst die einfach. Okay, yeah, it would be amazing. Ja, das wäre wirklich unglaublich. This is the gift we have from coronavirus. You know. Also das ist das Geschenk vom Coronavirus. Yeah. I mean, one of the beautiful things that's happening is that, you know, there are some politicians and some, you could say, insightful people in the world who are now saying, well, we can't just go back and be the same as we were before. It's a moment for humanity to take a step. Also da gibt es einige Politiker, die sagen, ja, wir können nicht einfach so weitermachen wie vorher. Jetzt ist es Zeit für die Menschheit, einen Schritt zu tun. And of course, the best step we can possibly take is inside. Und den besten Schritt, den wir tun können, ist natürlich nach innen zu gehen. So just leave your to-do list and just go inside for a couple of days. Also lass mal deine To-Do-Liste für ein paar Tage und geh nach innen. Try it with a blindfold. Versuch's mit so einer Augenbinde. Okay, what is with my mind when it's running crazy during this time of nothing? Was mache ich mit meinem Verstand, wenn er völlig verrückt wird in dieser Zeit, wo gar nichts ist? Well, it might go crazy in the beginning, but if you just carry on being quiet and you don't bring anything new in from outside, you just stay with yourself, then for sure, after some hours, the mind will become quieter. Also am Anfang wird er vielleicht verrückt werden, aber wenn du keine neuen Inputs von außen reinbringst in deinen Kopf, dann wird er auf jeden Fall nach einigen Stunden ruhiger werden. Because it's not the real Saraswati, you see. Weil das ist nicht wirklich Saraswati. Yes, The real Saraswati is something much quieter. Die wirkliche Saraswati, die ist etwas, das ist etwas viel Stilleres. Then now. Als jetzt? Well, I don't know now, but you know, you're talking about a lot of thinking. So Yes. this thinking is part of a kind of apparatus called our mind, but that's not our real nature. Our real nature is much quieter than that, much deeper than that. Ja, dieses Denken, das ist ja nicht unsere wahre Natur, das ist ja der Verstand. Die wahre Natur, die ist wesentlich tiefer. Anyway. Yes. Okay, nice talking to you. Yeah. Schön mit dir zu Thank reden. you. Yeah. Somebody else like to share? Möchte You jemand? can't really escape on Zoom, you see. We can see you. In Zoom kann man sich nicht wirklich verstecken, wir können euch sehen. Even Peter's going to have to say something in a minute. Sogar der Peter muss gleich was sagen. Ole, I think is. Yeah, can you hear me? Yeah. Yeah, there I am. Yeah, nice seeing you all again, and especially Madhu. And
was quite funny because I had a really bad connection there in the beginning, and then she texted me, and I wrote her that I had a bad connection, and she said, "Oh yeah, that's like always." So, I don't know. Ja, hallo an alle. Ich freue mich vor allem, die Madhu auch zu sehen. Und am Anfang irgendwie war was mit der Verbindung falsch und ich habe ihr getextet, meine Verbindung ist schlecht. Und dann hat sie gesagt, einfach geschrieben, wie immer. Yeah, so yeah, I'm still in Norway in the countryside with my parents. Also ich bin in Norwegen, immer noch auf dem Land mit meinen Eltern. Maybe I can even show you a bit of the surroundings. This is. Oh, so sieht's no. da aus. All right. Can we all come? Have you got a sauna in the garden? Hey, können wir alle kommen? Habt ihr eine Sauna da auch im Garten? Oh. What's that? It was actually a bad connection again. Looks pretty good. Looks pretty good. Das Yeah. sieht ziemlich gut aus. Yeah, it's very nice, and we have some cats here, and there's lots of animals around in the area, so it's very peaceful. Sehr schön, sehr friedlich. Gibt ein paar Tiere hier, eine Katze. Right. And are you teaching your children with using Zoom? Und unterrichtest du deine Kinder mit Zoom? No, you asked me the same question last time, actually. Yeah, no, we're using Microsoft Teams, but Zoom is fine as well. Das hast du das letzte Mal schon gefragt. Ich benutze Microsoft Teams, aber Zoom ist auch okay. So yeah, I mean, we had like digital teaching for 2 months, but we're going back to school this week, so I'll start teaching them in the classroom on Wednesday, I think. Also wir hatten jetzt 2 Monate Online-Teaching, aber am Mittwoch gehe ich wieder zurück in den Klassenraum. Wow. Yeah. Good. Yeah, so I'm actually a bit sad to be leaving sort of the countryside and having to go back to the city again. Also ich bin ein bisschen yeah, traurig, dass ich hier jetzt weg muss vom Land und wieder in die Stadt gehen muss. But yeah, it is what it is, and it's gonna be nice to see the students again, and I know it's gonna be good for a lot of them to come back and be more social with each other. Yeah. Ja, aber ich freue mich auch, die Schüler wieder zu sehen. Und ich glaube, für viele ist es gut, dass die wieder soziale Kontakte haben. But it's also been quite an interesting time with the students, because you get a bit, actually, with some students you get closer because you have a different connection when you're more like just talking and chatting online, and some are more open actually. Ja, aber es ist auch interessant, weil manche Schüler, die habe ich ganz anders kennengelernt, wenn man online miteinander Kontakt hat. Yeah, that's what I find also. This is my third Satsang using Zoom, and I mean, I feel it's more intimate than what we could do before with our other Sat TV. Also, so geht es mir auch. Also, das ist ja jetzt mein 3. Zoom-Satsang und ich finde, das ist viel enger als das, was vorher bei SatTV möglich war. So I decided to stop using that and to start using Zoom. Und deshalb habe ich beschlossen, dass ich SatTV aufhören will und Zoom machen möchte, weil das näher und intimer ist. Yeah, I enjoy it too, and it's much more interactive. So I'm also curious to see how it is will be with the travel restrictions going forward and through the Yeah. Yeah. We have to live in the present now. We don't really need spiritual teachers anymore because we have the virus. Wir brauchen jetzt keine spirituellen Lehrer mehr, weil wir jetzt den Virus haben. Wir müssen alle präsent sein. The virus has taken over the work of the spiritual teachers. Der Virus hat die Arbeit der spirituellen Lehrer übernommen. Now you have to be quiet and you have to be present. You don't have any choice. Also jetzt muss man ja still sein und präsent sein, also hat man gar keine andere Wahl mehr. Yeah, I totally agree. For me too, it's been a lot easier to connect with this inner peace, and like all the stress just releases because there's so much time and space.
Ja, also das ist bei mir auch, weil ich wirklich zu meinem inneren Frieden mehr Verbindung gekriegt habe. Und es war eine große Entlastung, weil es gibt viel mehr Zeit und viel mehr Raum in der Zeit. Right. It's nice you can say that when you're living with your parents. Das ist schön, dass du das sagen kannst, während du mit deinen Eltern zusammenlebst. For many people, that's kind of a big test of their ability to be peaceful. Also für viele Leute ist das ja der große Test, wie stark ihre Fähigkeit des inneren Friedens ausgebildet ist. Yeah, for me in the beginning was quite hard, maybe after 1 week and then also after 2 weeks, because I felt like, oh, it's getting so boring and you're sort of getting on each other's nerves. But then at some point, it just like it all relaxed and it just went like came into a very nice flow. And yeah, I haven't actually felt so nice with my family since I was a kid, I think. So yeah, that's a gift from the coronavirus. Also am Anfang war das auch schwierig, die erste und zweite Woche, da war ich total gelangweilt und wir gingen uns alle total auf den Keks, aber dann bin ich in einen sehr schönen Flow gekommen und die Zeit ist so, also die wunderbarste Zeit seit meiner Kindheit eigentlich mit meiner Familie und da bin ich sehr dankbar dem Coronavirus. Okay, so thank you. Let's see if anybody else got any gifts from the virus. Lass mal sehen, ob noch andere Geschenke vom Virus bekommen haben. Is Marco still there? I can't. Ist der Marco noch da? Would you like to share, Marco, about your virus situation? Yeah. Did your bigger virus go back to Russia and leave you in peace? Ist ein größerer Virus zurück nach Russland gegangen und lässt dich in Ruhe? Unfortunately not. What, unfortunately not? Leider nicht. Oh, she's still there. Yeah, yes, giving me a hard time. Sie ist immer noch da und macht mir wirklich eine schwere Zeit. No, I must say I didn't get any gift from the virus because I got more work than ever. Also für mich ist der Virus nicht ein Geschenk, weil ich habe viel mehr Arbeit als sonst. Because in addition to having to work from home, I have the kids at home as well. Right. And I have to take care of them as well. So it was a bit harder than usual. Ja, also ich arbeite ja jetzt von zu Hause und dann habe ich aber auch die Kinder zu Hause die ganze Zeit. Also so ist das für mich wesentlich härter als normalerweise. Yeah. So I managed to find a babysitter who was looking after them for 3 hours a day. But a week ago she left because she found a job. So now I'm completely busy. Right. Although luckily now, okay, my wife at least she keeps the kids half of the week. So for example, today they are with her. That's why I can participate. Okay. Ich hatte eine Babysitterin gefunden für 3 Stunden am Tag. Die hat aber dann leider vor 2 Tagen gekündigt. Aber jetzt sind die Kinder auch manchmal mit meiner Frau. Okay. Right. But I must say that let's say in spite of the difficulty of the situation, I managed to put aside some time to meditate in the evening after kids go to sleep, and I noticed that I can be present in certain situations and observe certain behaviors of mine. Right. Ja, aber abgesehen jetzt von der Situation ist mir es doch gelungen, dass ich abends, wenn die Kinder im Bett waren, meditieren konnte und auch mir gewisse Situationen beobachten konnte. And I also find that the time to read some of the books I order from Open Sky House. Ich habe auch einige Bücher gelesen vom Open Sky Press. Yeah. So all in all, well, I cannot complain too much. Also ich kann mich nicht zu sehr beschweren. Good. Good. Yeah. Do your children fall asleep easily? Schlafen deine Kinder gut ein? Yes, luckily they do, but they tend to go to bed a bit late. Ja, das tun sie. Ich meine, die gehen ein bisschen spät ins Bett, aber around 9 p.m. So um 9. Okay. And they wake up at 6:30. Und dann wachen die um 6:30 auf. Okay. And they don't sleep in the afternoon. Und die schlafen nachmittags auch nicht. Right. But okay. So, but I hope that the kindergarten are going to reopen soon.
Aber ich hoffe, Right. dass der Kindergarten bald wieder aufmacht. It could be, yeah. Yeah. Ja, das kann sein. Anyway, you look pretty good. You look pretty good. Well, my hair is getting whiter quicker than before. Du siehst sehr gut aus. Ja, mein Haar, das wird schneller weiß. I think the stress is accelerating. Ich glaube, der Stress, der beschleunigt das. But okay. Anyway, if you can survive the best efforts of a Russian woman, then after that, your life's going to become more and more easy. Yes, I guess so. Wenn du die Attacken von der russischen Frau überleben kannst, dann wird dein Leben hinterher wesentlich einfacher sein. Yes, I'm sure. They're the kind of world experts. Das sind die Experten oder All Expertinnen. right. Yeah. Okay, good to talk to you. Good to talk Thank to you. you. Good to Schön see mit you dir too. zu reden. Okay, I'm a little bit running out of steam, so maybe another 10, 15 minutes. Also vielleicht noch so 10, 15 Minuten können wir machen. Somebody else like to share? Möchte noch jemand was sagen? Shanti? Oh. Yeah. Hi. Ah, Vishnu. Hi. Yeah. Oh, me too. Yeah. We both have the audio we- is open for us. I think we start with Vishnu and then we come to you, Shanti. Fangen wir erstmal mit dem Mhm. Vishnu an und dann kommen wir zu dir, Shanti. I just wanted to say hi. Ich wollte einfach Okay. nur Hallo sagen. And well, Corona time is still a present, very big present. Also die Corona-Zeiten sind wirklich ein tolles Geschenk. Right. Well, you're having your time together by the look of it. Ihr verbringt die Zeit zusammen, so wie es aussieht. Yeah, we do actually. Yeah, we still That's have. not so bad. Ja, das machen wir. Na, das ist ja nicht so schlecht, ne? Yeah. But also I think the time is quite pretty quiet, and at the moment I have the luxury of being reminded of every step because my knees are still making a lot of trouble. So if you have to watch every movement, it keeps you in the present. So it's quite nice. Yeah, it's very Also die nice. Zeiten sind ja noch ruhiger und ich habe das Glück, dass mein Knie mich präsent hält, weil das weh tut und mich an jedem Schritt erinnert, präsent zu bleiben. Right. Anyway, the job you did organizing some focus for my legs, I mean, it's ended up paying off very well because now I really got a solution, you know. If it wasn't for the virus, I would still be hobbling around. Yeah. Yeah, it's very beautiful how it all came together. So well, I think it's a miracle time right now happening for all of us. Like you can stop the world in an instant and still everything is going on. So Also ich habe das Gefühl, das ist wie ein Wunder, was so gerade geschieht. Also die Welt hat plötzlich aufgehört und dennoch geht alles weiter. yeah. Well, we can thank the virus for stopping it, and then you can thank yourself for accepting it. Yeah. Also der Virus hat es gestoppt, dem kannst du danken und dann kannst du dir selber danken, dass du das akzeptierst. And how's Maha? Wie geht's der Maha? Very good. Yeah. Sehr gut. Yeah, I really enjoy this time. Ich genieße diese Zeit. And now we have a co-office, homework office together. Right. It's very nice. Wir haben jetzt beide zusammen so ein Online-Büro. You can communicate through your earphones. Ihr könnt mit euren Kopfhörern kommunizieren miteinander. It's modern relationship. Die moderne Beziehung heutzutage. Yeah, actually, Virus relationship. Die Virus. Corona relationship. Headphones to headphones. Actually, it's completely different. Before we didn't see each other that much, but right now we see us all of the time, and it works pretty good.
Also vorher haben wir uns ja gar nicht viel gesehen und jetzt sehen wir uns fast die ganze Zeit und das ist hervorragend. Well, I can see it's working pretty good at the moment anyway. You both look good. Ja, ich kann sehen, dass das gut funktioniert. Die sehen beide echt gut aus. Okay, so let's go to Shanti. Lass uns jetzt mal zu Shanti gehen. Hello. Hello. Yeah. Now I'm on, huh? All right, yeah. We see you, yeah. Very good. Ja, jetzt sehen wir dich. Yeah. I've been also been gifted with about 2.5 months being locked in now. Right. Because it started a little earlier for me. I don't know if you remember it, but I returned from Asia at the end of February. And then I became sick, so it wasn't sure at last Sangha weekend whether I had the virus or not, or had some virus. Right. But basically starting then, I haven't left the house much. Right. So, But you didn't have the actual coronavirus. I don't know, actually. I never got tested. It went away. No one else became sick, so I basically... Bei mir fing das ja schon ein bisschen eher an. Ich bin ja aus Asien gekommen, 2 Wochen bevor der Lockdown war. Und dann bin ich ja direkt krank geworden. Und seitdem bin ich quasi ganz viel zu Hause. Und es war nicht klar, ob das Corona war oder nicht. I think other people would have got it if you had it. Wenn du es gehabt hättest, hätten es andere ja auch bekommen. Yeah, I don't think I had it, but this is why it started kind of easily to be at home. And yeah, it has been an amazingly quiet time. Yeah, now I don't know, school's going back on Monday, and I notice how that stresses me out, that world prepares to go back to normal and I don't want to go back. Ja, war eine unglaublich entspannte Zeit. Ich habe das sehr genossen und jetzt fängt am Montag wieder die Schule an und ich merke, wie mich das stresst. Also alles geht jetzt zurück auf normal und ich möchte da gar nicht wieder hin. Yeah. I guess we can choose not to go back to our old stress, if you like. Yeah. Ja, wir können wählen, dass wir nicht in unseren alten Stress wieder reingehen. Well, that's very easy, I think, to get caught up again because, I don't know, it's like a bad habit that you can see a little bit better from a distance. And, Right. Ja, aber das ist leicht, sich darin zu verwickeln. Das ist wie so eine schlechte Angewohnheit. Aus der Distanz kann man das besser sehen. So now you can be ready for really watching how you come into your mummy stress. Ja, jetzt bist du vielleicht bereit, wirklich zu schauen, wie du in deinen Mama-Stress kommen kannst. Mama stress, working stress, everything stress. And the funny thing is, I mean, I was working all the time in home office and also I had my daughter here for homeschooling. Also das Witzige ist, dass ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Ich hatte Homeoffice, ich hatte auch meine Tochter hier für Homeschooling. But somehow, since the feeling was that the outer world had stopped, for the first time it seemed you had an excuse that you pull out of social life. Right. Ja, und weil diese äußere Welt angehalten hat, hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass ich eine Entschuldigung habe, aus diesen sozialen Verpflichtungen rauszukommen. So I don't know, I sometimes think I have turned to an antisocial being because I haven't spoken to any friends. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so antisozial geworden, weil ich habe mit meinen ganzen Freunden überhaupt nicht gesprochen in der Zeit. And I didn't miss anything. Mir hat gar nichts gefehlt. Yeah, So that's okay, you know. I mean, Das ist doch okay. and the best time was actually when I decided to take vacation during the Easter time. Und das Beste war, als ich während Ostern beschlossen habe, Urlaub zu nehmen. Because then I had basically 14 days of nothing. Just let life run and see what was going on, what was to do there with Nina. Und da waren dann quasi 14 Tage nichts. Also einfach nur gucken, was so ansteht, was ich mit der Nina machen kann. And how was it those 10 days? Wie waren diese 10 Tage?
it was very relaxed. I mean, I have to say, Nina was always allowed to play with the girl from next door, so I didn't completely lock her in, because I also didn't want to spread so much fear. I mean, I personally didn't feel fear, but it seemed that in the beginning, since it was very one day to the other that school stopped, the kids were basically worried. And Right. Also die Nina, die hat auch mit dem Nachbarskind gespielt, das habe ich erlaubt, weil ich wollte auch nicht, dass sie so viel Angst hat, weil als die Schule plötzlich aufgehört hat, haben die Kinder sich auch Sorgen gemacht. yeah, and then so she connected with the girl her age, but she also connected with us in more beautiful ways. Like what she really enjoys actually is when we do the mantra singing with Open Sky Band. I pull out some video or something. Right. Ja, sie hat sich also mit dem Nachbarkind verbunden, aber auch mit uns auf eine neue Art und Weise. Sie mag total das Mantra singen zum Beispiel. Well, I can say to everybody that at the moment, Kiran, who's one of the band guys, he's actually in Tripelia, Ukraine. And he's collected quite a nice group, about 8 people, 9 people. And I think actually every night, if I'm right, but certainly on Saturday night, they have a mantra concert. Mantra and they transmit it through Zoom. Also der Kiran, der ist ja zurzeit in der Ukraine und da ist eine ganz schöne, nette kleine Gruppe von 8 Leuten und der macht jeden Abend über Zoom Mantra-Konzert und Meditation. So if anybody would like to join that Zoom broadcast, mantra broadcast, you can write to Radha and she will pass your email to Kiran and he would give you the information. I don't know exactly the time. Also wenn einer von euch da Lust hat, teilzunehmen, dann sagt der Radha Bescheid. Ne? Die bringt euch dann in Verbindung mit dem Kiran. Der kann euch dann die Zeiten und die Idee und sowas sagen. Ja. Yeah. So we're becoming a Zoom community. So, wir werden jetzt eine Zoom-Gemeinschaft. At the end of this month, there is a weekend. I normally have a retreat during Whitsun, 3 days. Normalerweise habe ich ja Pfingsten Retreat. And but this year we're going to do it online. Aber dieses Jahr werden wir das online machen. And each day there will be also mantra singing online. Und da wird jeden Tag online Mantra singen sein. And probably on one evening there'll be a mantra concert. Und an einem Abend wird es wahrscheinlich ein Mantra-Konzert sogar geben. So yeah, we're getting better at doing the broadcast. Also wir werden immer besser mit diesen Übertragungen. Yeah. But I think the mantra singing can work quite well with Zoom. Also das Mantra singen, das funktioniert, glaube ich, sehr gut über Zoom. Yeah. So if you're interested, you can write to Radha and she'll connect you to Kiran. Yeah. Also wenn ihr Interesse habt, dann schreibt der Radha und sie bringt euch mit dem Kiran in Verbindung. Yeah. Okay, so wow. Okay, then I think we're gonna stop. So maybe we just sit again quietly for some moments. Lass uns einfach am Ende jetzt hören wir auf und jetzt lass uns noch mal still sitzen für einige Augenblicke. Yeah.
Okay, so say goodbye, and we'll do another one. We'll let you know when the next one is. Wir lassen euch wissen, wann es das nächste Mal ist. Ciao. Tschö.